Wir sind auf der Suche nach dem besten Kleinwagen unter 10.000 Euro. In unserem Kleinwagenvergleich haben wir den Smart Fortwo aus dem Jahr 2017. Sein 71 PS starker Motor verbraucht handgeschalten 4,1 Liter auf 100 Kilometer und das alles für 8.450 Euro. Weiter geht es mit dem VW Up aus dem Jahr 2014. Der 75 PS starke Benziner hat bisher nur 40.000 Kilometer gelaufen und kostet bei Autoüber nur 9.930 Euro. Und zu guter Letzt der Ford Fiesta. 95 PS, Dieselmotor, fast 90.000 Kilometer gelaufen und kostet bei Autoüber 9.860 Euro. In diesem Video bewerten wir die Fahrzeuge in den uns 4 wichtigsten Kategorien. Einmal das Aussehen, die Optik, das Fahrgefühl, ein sehr wichtiger Punkt, die monatlichen Kosten und das tatsächliche Platzangebot. Starten wir mit dem Smart und mit dem Aussehen. Grundsätzlich scheiden sich, glaube ich, da ziemlich die Geister. Entweder man findet ihn ganz hübsch oder extrem hässlich. Ich bin schon immer mit dem Smart aufgewachsen, deswegen das gehört so ein bisschen zu mir. Ich finde ihn eigentlich ganz schön. Er ist sehr abgerundet in der Front, er ist einiges weicher als seine Vorgänger, aber trotzdem in der Ausführung sieht er ziemlich modern aus. Ich mag es auch in dem Weiß mit dem Orange drin. Bisschen gewagt, aber ich finde, das kann man machen, gerade bei einem Smart. Was er aber auf gar keinen Fall versteckt, ist, was er sein möchte oder was es tatsächlich ist. Ich glaube, der Smart ist wahrscheinlich der beste Stadtflitzer, der kompakteste Kleinwagen überhaupt. Wenn du da eine Parklücke möchtest, findest du sie und kommst du auch wirklich rein. Das schauen wir uns aber später an. Jetzt geht es erstmal zum VW Up. Was einem sofort auffällt, ist, dass der Up fast einen ganzen Meter länger ist als der Smart, was ihm aber auch 2 mehr Türen bringt. Da wird er später im Platzangebot, glaube ich, ziemlich punkten. Ob er dadurch jetzt schöner ist als der Smart, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall deutlich unscheinbarer. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Minivan, der geschrumpft wurde. Was mir aber tatsächlich sehr gut gefällt, ist die komplett verglaste Heckklappe. Die setzt auch einen sehr schönen Akzent, gerade bei den farbigen oder weißen Modellen. Im Vergleich zu den vorherigen zweien ist der Ford Fiesta so ein richtiges Auto. Mit dem Smart würde ich jetzt nicht unbedingt lange auf der Autobahn fahren, mit dem kannst du schon easy machen. Und gerade im Thema Optik punktet er mit seiner sehr markanten Motorhaube und mit dem Ford-typischen Kühlergrill. Dadurch gibt es so einen sehr sportlichen Look und das gefällt mir sehr gut und ist deswegen auch der Gewinner in der Kategorie Optik zusammen mit dem Smart und beide bekommen von mir 4 von 5 Sternen. Nur der VW Up ist mir etwas zu langweilig, etwas zu unscheinbar und bekommt daher 3 von 5 Sternen. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie, dem Fahrgefühl. Und ganz ehrlich, es sieht auch schon sehr geil hier innen aus. Also, das heißt sehr geil, aber es ist sehr aufgeräumt. Du weißt einfach, du findest alles, was du brauchst und es sieht sehr modern aus. Natürlich, du hast jetzt hier kein großes Display mit Apple CarPlay oder sonst was, aber wir sprechen hier immer noch unter einem Kleinwagen unter 10.000 Euro. Und für einen Kleinwagen unter 10.000 Euro, das Smart hier sogar ein Tempomat und einen Limiter. Und das für unter 10.000 Euro finde ich schon echt stark. Aber was mich sehr überrascht hat, war auf der Autobahn. So, wenn wir jetzt hier mal auf die Autobahn drauf fahren, man merkt die 70 PS schon. Er zieht jetzt natürlich nicht extrem weg, aber es ist komplett ausreichend. Ich fahre hier im 4. Gang, gemütlich mit 100. Und wenn wir jetzt hier auch mal beschleunigen, ja, es ist nicht sehr schnell. Ich fahre jetzt hier 120 km/h auf der Autobahn und ja, 6 Stunden, 5 Stunden in Urlaub möchte es mir jetzt nicht geben. Aber für meine halbe Stunde oder meine Dreiviertelstunde in die nächste Stadt ist es vollkommen in Ordnung. Und es ist auch nicht übertrieben laut. Du machst die Musik an und dann geht das schon. Apropos Musik, die Anlage ist jetzt nicht unbedingt die beste, die wir hier drin haben. Und vor allem auch auf der Landstraße kommst du hier easy, also entspannt durch. Du kannst jetzt hier nicht unbedingt sportlich fahren, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Gerade durch den kurzen Radstand siehst du schon direkt jede kleinste Bewegung. Seine Stärke ist ja eben, mit so einem kleinen Radstand auch in die ganz kleinen Lücken reinzukommen. Du kommst immer ohne Probleme direkt mit einem Zug rein und du bist drin. Das ist gar kein Problem. Du musst nicht mal korrigieren. Es ist eine normale Parklücke, in der wir hier drin sind. Es ist für ein Auto gemacht und du kriegst halt 2 Autos rein. Und das ist halt nicht normal. Was ich schon sehr oft in der Stadt gesehen habe, und das ist wirklich ein Highlight, wenn es wirklich mal eng werden sollte. Und ich kenne es aus der Stadt, oftmals stehen Leute in der Parklücke, wo eigentlich gar keine Parklücke mehr ist. Und das machst du halt mit dem Smart ganz easy. Du fährst hier raus und es ist wirklich mal eine wirklich enge Parklücke. Dann kannst du, wenn es sein muss, auch einfach senkrecht rein. Und dann wird aus einer Parklücke für einem Auto nicht nur 2, sondern auch direkt für 4 Autos. Du kannst dir wirklich 4 Smarts nebeneinander stellen. Und das ist halt der Riesenvorteil beim Smart. Jetzt zum ersten Mal im VW Up und ich habe den Smart ja schon ganz gut geredet und ich fand ihn auch echt gut, aber im Vergleich hiermit ist das
Boah, das ist schon um einiges angenehmer. Krass, hätte ich nicht gedacht. Also die Sitze sind deutlich angenehmer. Man sitzt viel bequemer drin und wie ruhig er fährt. Man hat hier viel mehr ein richtiges Auto. Also davor, es war so in seinem Flitzer, das war so ein bisschen instabil, wenn man lenkt. Boah, hier ist er sehr ruhig, sehr langsam. Es fühlt sich richtig gut an. Und er fährt auch viel ruhiger. Also es ist viel weniger Vibration als beim Smart. Das hätte ich nicht gedacht. Also von außen sieht er viel mehr nach einer Klapperkiste aus, ist er drin aber eigentlich gar nicht. Und wenn man das Cockpit hier mal anschaut, sieht schon sehr minimalistisch aus, aber an sich voll in Ordnung. Das hier sieht etwas veraltet aus, ist ja auch ein 2014er Modell, aber grundsätzlich ist es alles in Ordnung. Auch hier, wie der Tacho aussieht, ist ja basic gehalten. Aber was ich so wirklich noch nie in irgendeinem Auto gesehen habe, du musst mal vorstellen, bist du deinen Nachbarn, fährst du vorbei, möchtest deine Scheibe runter machen, du kannst nur deine Scheibe runter machen. Ich habe es noch nie in einem Auto gesehen. Hier fehlt einfach komplett der eine Knopf. Du kannst nur deine eine Scheibe betätigen. Du denkst, okay, kann ich es rechts nicht runter machen? Aber wenn du rechts mal schaust, muss ich einmal rübergreifen, um hier irgendwas aufzumachen. Also das hat man, glaube ich, unnötig gespart. Wenn sich die Tür hier anguckt, da ist wirklich nicht viel. Also da ist so ein bisschen Blech, ein bisschen Plastik. Hier so im Fahrercockpit mit den blauen Nähten am Lenkrad. Was auch das Einzige ist am Lenkrad, das ist hier noch ein Abschriftzug und sonst hast du hier gar nichts. Also du hast keine Knöpfe, du hast kein nichts. Also das ist wahrscheinlich die Basic-Ausstattung. Aber der Smart hatte für das gleiche Geld ein Tempomat und einen Limiter. Also da bietet er schon echt wenig. Es fühlt sich einfach viel neuer an, obwohl das Auto 3 Jahre älter ist als die anderen zwei. Aber man kann so einfach durch die Gänge durchschalten. Es fährt sich wirklich angenehm. Und das ist wirklich ein großer Pluspunkt beim Up. Du kannst super deinen täglichen Weg zur Arbeit fahren. Er macht einfach seinen Job. Dachten wir mal mit dem Fiesta auf der Strecke, wo er wahrscheinlich den anderen etwas voraus ist, nämlich auf der Autobahn. Wir haben hier im Fiesta natürlich auch am meisten PS und wie auch schon vorhin gesagt, wir haben natürlich hier auch ein richtiges Auto. Mit dem Smart fährst du nicht so bequem auf der Autobahn wie jetzt hier mit dem Fiesta. Beim Smart wäre jetzt hier Ende, er zieht hier noch echt gut hoch. Also ich bin jetzt bei 140, also 150, da geht schon noch was. Was ich aber sagen muss, im Vergleich zum Up, wir haben hier ein 2017er Modell, und der Up ist nur ein 14er und trotzdem, also hier fühlt es sich an, okay, der ist schon etwas älter. Die Gangschaltung fühlt sich ruppiger an. Den Blinker und die Hebel, die sind schon sehr klapprig. Also das merkst du schon. Und auch von der Schaltung fühlt es sich einfach im Up neuer an, obwohl er 3 Jahre älter ist. Wenn wir jetzt aber aufs Interieur eingehen, was mir sehr gut gefällt, ist der Tacho mit den blauen Nadeln. Der Rest, lässt sich drüber streiten. Also sieht alles nicht so modern und hochwertig aus. Die Knöpfe etwas seltsam angeordnet. Du hast hier aber wenigstens ein richtiges Display. Das haben die anderen, also so ein modernes Display haben die anderen nicht. Hier mit richtigen Effekten und so. Auch wenn das nur sehr klein ist, hast du hier wenigstens alles, was du brauchst. Und das sieht schon ganz okay aus. Insgesamt, wenn du hier auch unten nochmal anschaust, es wirkt alles so ein bisschen cheap. Was man vorne immer positiv angemerkt hat, dass es hier ein richtiges Auto ist, hat halt natürlich auch seine Nachteile, weil der Wendekreis ist in keinem Vergleich zum Up oder zum Smart, erst recht nicht zum Smart. Und gerade auch beim Einparken hast du natürlich das Problem, eine Parklücke, wo der Smart reinkommt, da kommst du halt einfach nicht mehr rein. Wir haben jetzt hier mal eine Parklücke. Einmal versuchen, rückwärts rein. Das ist halt auch einfach das Thema. Du hast hier keinen Piepser, du hast hier keine Rückfahrkamera. Brauchst du beim Smart auch ganz bestimmt nicht. Aber hier wird es halt dann doch unübersichtlicher. Natürlich, du bist hier immer noch im Kleinwagen, das ist kein Problem. Man kommt schon in die Parklücken rein. Aber wenn du das jetzt mit dem Up oder mit dem Smart vergleichst, da ist der Up und der Smart denen deutlich noch was voraus. Kommen wir zur Bewertung vom Fahrverhalten. Der Smart glänzt durch sein Interieur und seinem Vorteil beim Einparken. Geht es aber um das reine Fahrverhalten, versagt er leider und bekommt daher nur 3 von 5 Sternen. Der VW Up hat mich tatsächlich sehr überrascht. Im Innenraum ist er minimalistisch, aber dafür aufgeräumt. Große Überraschung, er fährt sich wie ein Neuwagen und die Verarbeitung ist deutlich besser als beim Ford. Daher bekommt er von mir 4 von 5 Sternen. Der Ford Fiesta enttäuscht leider beim Fahrgefühl. Er fährt sich zwar sehr ruhig, doch im Vergleich zum VW Up hat er keine Chance und bekommt daher nur 3 von 5 Sternen. Kommen wir zur 4. und zur letzten Kategorie, dem Platzangebot. Weil du möchtest zwar in der Stadt unterwegs sein oder auch zu Hause unterwegs sein, aber du würdest ja auch gerne mal was transportieren oder einkaufen gehen. Damit ihr euch die Dimensionen besser vorstellen könnt, haben wir hier einmal ein paar Bierkästen dabei. Da bekommst du im Smart schon ganz gut 2 Stück rein. Wenn du beim Up nicht auch hier alles aufmachst und wegmachst, dann passt nicht mal der zweite, kriegst du nicht mal ganz rein. Dafür musst du schon erstmal hier
die Abdeckung wegmachen. Oder wie gerade schon erwähnt, wenn du mehr Platz brauchst, hast du tatsächlich hier unten die Luke. Wenn wir die auch nochmal komplett wegmachen, dann merkst du, okay, ich krieg hier wahrscheinlich sogar 3 Bierkästen rein. Beim Fiesta, wie nicht anders zu erwarten, hast du da auf jeden Fall gar kein Problem, um auch 3 easy reinzumachen. Kriegst vielleicht noch einen 4. oben drauf. Also der punktet da schon am besten. Stell dir mal vor, du fährst zum Ikea, dann möchtest du dir nicht auch gleich immer einen Transporter mieten. Und da hast du ein ganz cooles Feature beim Smart, was die anderen nicht haben. Du kannst den vorderen Beifahrersitz komplett umklappen und so kriegst du auch ein paar Kommodenbretter rein. Also da ist schon echt nicht schlecht. Aber natürlich gar kein Vergleich, wenn du beim Up noch eine komplette Rückbank hast, die du ganz einfach umlegen kannst. Die zweite Seite und dann kriegst du auch schon ordentlich was rein. Und natürlich, wie man sich schon denken kann, beim Ford Fiesta hast du einfach noch mal mehr Tiefe. Daher bekommt der Fiesta verdiente 5 Sterne. Der VW Up mit etwas weniger Platz bekommt 4 Sterne. Und im Smart hätte ich eigentlich einen Stern gegeben, aber dadurch, dass du den Beifahrersitz noch umklappen kannst, bekommt er 2 Sterne. Kommen wir zur Gesamtbewertung. Nach einem sehr knappen Rennen macht der Smart 14, der VW Up 15 und der Ford Fiesta 16 Sterne. Und dadurch entscheiden wohl am Ende immer noch die persönlichen Vorlieben.